Hallo, ich bin Shisha Rainbow und in diesem Tutorial erkläre ich euch, wie man Duds macht. Die gibt es ja vor allen Dingen in verschiedenen Formen, Farben und Varianten, aber die Basis ist im Grunde immer gleich, die will ich euch hier erklären. Unter dem Namen Wigge die Wig erstelle ich generell einen Perückenguide für euch, der euch alles im Umgang mit künstlichem Haar zeigen soll. Also schaut auf jeden Fall in die Infokarte rein, dort werden nach und nach alle Videos verlinkt, die mit dem Thema zu tun haben. Zuallererst teile ich die Haare natürlich in ihr Grundstyling ein. In manchen Fällen sitzt der Dutt unten, in meinem Fall sitzt der sehr weit oben. Das heißt, ich muss die Haare sehr weit nach oben ziehen können, weswegen die Seiten gut gefüttert sein müssen. Ihr müsst die Perücke dafür wahrscheinlich auf jeden Fall auffüllen. Wie das gemacht wird, zeige ich euch in einem zukünftigen Tutorial. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die Tressen an den Seiten schön dicht an dicht sind, damit ihr nachher beim Hochziehen des Zopfes keine Probleme habt. Je nachdem, wie hoch der Zopf sitzt und wie voll das Haar ist, mit dem ihr arbeiten müsst, kann es recht schwer werden, den Zopf nach oben zu ziehen. Wenn ihr jemanden zweites habt, der euch helfen kann, dann fragt ihn doch, ob er euch die Perücke über Kopf halten kann, dann ist das Ganze ein wenig leichter. Wenn ihr natürlich einen Dutt oder einen Schneckendutt haben wollt, dann bietet es sich hier an, das Ganze aus dem Zopf herauszuarbeiten. Arbeitet einfach mit Haarspray und Spangen und schon ist das Ganze fertig. Mein Dutt ist etwas komplexer und dafür benutze ich ein sogenanntes Duttkissen. Durch dieses Duttkissen werden etwas Haare gezogen. Wie ihr sehen könnt, habe ich dafür viel zu viele Haare jetzt bei dem Styling, die ich aber brauchte, um die Seiten zu füllen. Das heißt, hier drapiere ich schon mal und zeige euch, wie das Ganze nachher aussieht. Es reicht also vollkommen eine Strähne aus. Ich trenne mir also meine einzelne Strähne ab, die für das Duttkissen ausreicht, und schneide den Rest großzügig ab. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Rest der kurzen Haare wieder aus dem schmalen Zopf entfernt, damit ich die Haare nach und nach oben stylen kann, damit diese besser halten. Den kleinen Zopf fixiere ich noch mit einer Haarnadel, damit dieser gerade absteht und nicht nach unten gezogen wird. Mit Haarspray und Föhn arbeite ich nun Strähne für Strähne nach hinten zum Zopf. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich von der Mitte nach außen vorgearbeitet und den äußersten Rand erstmal lose gelassen. Das liegt daran, dass dieser jetzt sehr ordentlich gestylt werden muss, weil der nachher sichtbar ist. Ich nehme mir eine dünne Strähne zur Hand und sprühe auf den Grund erstmal etwas Haarspray. Dann drapiere ich die Strähne vorsichtig und sprühe wieder mit genügend Abstand Haarspray darüber. Das Ganze fixiere ich dann mit einem Föhn. So, wir haben das Ganze jetzt drumherum sehr ordentlich gemacht. Unten sind noch ein paar kleine Haare, um die kümmern wir uns später. Zuallererst geht es jetzt vor allen Dingen darum, auch das Ganze oben natürlich ordentlich zu machen. So, jetzt haben wir es rundherum ordentlich befestigt, auch oben. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir die zu langen Haare, die noch um den Zopf herumstehen, großzügig abschneiden. Das machen wir vor allen Dingen, damit das Duttkissen später auf das Ganze passt. Jetzt fixieren wir das Ganze nochmal großzügig mit Heißkleber. Ist es nicht so schlimm, wenn das nicht super ordentlich ist, denn das Duttkissen verdeckt nachher das Ganze gut. Ich ziehe jetzt die Strähne durch das Duttkissen und fixiere das Ganze noch mit Heißkleber fest auf dem Untergrund. Jetzt fächere ich die Haare um das Duttkissen herum auf und fixiere es mit einem Gummi. Bei einem normalen Dutt dieser Art könntet ihr jetzt die einzelnen Haare einfach drumherum wickeln, mit Haarspray und Haarspangen fixieren. Jedoch hat mir eine bestimmte Strähnenreihenfolge, die ich noch ausarbeiten möchte. Unten und oben trenne ich von dem Haarzeug Strähnen ab. Den Rest wickele ich um den Dutt herum. Man hat zwei Strähnen, die oben aus dem Dutt herausstehen. Um diese zu machen, gibt es nun zwei Techniken. Die erste wäre hier, ihr trennt eine Strähne oben ab, bevor ihr den Dutt stylt, und arbeitet aus diesem den Stachel heraus. Die zweite Möglichkeit ist, ihr fertigt die Strähne extern an und klebt sie dann einfach mit Heißkleber auf dem Dutt fest. Für den unsauberen Rand gibt es nun zwei Arten, diesen schön zu machen. Entweder ihr nehmt eine Effilierschere zur Hand und dünnt das Ganze aus. Und bei natürlichen Haaren ist es auch oft so, dass bei einem Zopf feine Haare unten herausschauen. Da ich aber kein großer Fan davon bin, mache ich das immer so, dass ich mir einen Kamm zur Hand nehme, etwas Haarspray und einen Föhn und die Haare am Zopf fixiere. Nachdem ihr das Haarteil drapiert habt,
ist die Perücke soweit fertig. Natürlich fehlt hier noch der Pony, aber wie die gemacht werden, das zeige ich euch in einem der zukünftigen Tutorials, denn da gibt es verschiedene Arten und Weisen, die möchte ich euch natürlich auch noch alle zeigen. Also, hier mal ein Fazit als kleine Übersicht. Wenn ihr den Zopf gezogen habt, könnt ihr den Dutt direkt aus diesem Haar machen. Das sind meistens sehr natürliche Dutts, die sind ein bisschen wirrer. Ihr könnt natürlich auch einen Schneckendutt daraus machen. Solltet ihr mit einem Duttkissen arbeiten, könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr kein Duttkissen findet, auch einen Styroporring nehmen. Dadurch könnt ihr die Haare schön auffächern, ihr könnt sehr viele verschiedene Stylings daraus machen und den Dutt sehr, sehr gezielt formen. Das Duttkissen hat den Vorteil, dass es den Dutt sehr ordentlich macht und auch sehr viel Volumen erzeugt, auch wenn ihr mit wenig Haar arbeitet. Die Duttkissen gibt es in verschiedenen Größen und Farben. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich wirklich nötig sein, die kompletten Haare nach oben zu ziehen, wie es bei einem echten Dutt ja auch ist. Man nimmt die Haare mit nach oben, um den Dutt zu formen. Das kann, je nachdem wie hoch der Dutt sitzen soll und wie viel Haar ihr verwendet, wirklich sehr aufwendig werden. Vielleicht habt ihr jemanden, der euch dabei hilft, damit das Ganze etwas einfacher ist. Plant auf jeden Fall eine Menge Zeit ein. Wenn das Ganze ordentlich werden soll, ist das nämlich schon ein relativ großer Aufwand. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Ja Leute, ich kann es noch nicht singen, aber so sieht die Perücke dann auf jeden Fall fertig aus. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Das passende Make-up-Video wird auf jeden Fall verlinkt. Es wird auch noch mehr Overwatch-Tutorials geben und natürlich Perücken-Tutorials. Also abonniert auf jeden Fall meinen Channel. Wir sehen uns. Wir singen.